dass ihr wieder bei Tu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch ein bürgerliches Essen aus Vietnam zeigen, Thịt kho. Thịt kho ist ein Alltagsessen aus Südvietnam, da wo ich herkomme. Und nun zeige ich euch auch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Ihr braucht dazu 1 Kilo Schweinenackenbraten. Ihr könnt aber auch Schweinebauch nehmen. Ich nehme aber Schweinenackenbraten, weil das andere mir einfach zu fettig ist. Dann braucht ihr 1 Liter Kokosnusswasser, 500 Milliliter Wasser, 10 gekochte Eier, eine halbe Zwiebel. Da habe ich hier eine große, deshalb nehme ich hier eine halbe. Dann braucht ihr Saft von einer halben Zitrone, dann 1 Esslöffel Zuckerrübensirup, dann 1 Teelöffel Fischsoßekonzentrat, 1 Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, eine Chili und 3 Knoblauchzehen. Wer es scharf haben möchte, kann natürlich auch noch mehr Chilis dazu nehmen. Zuerst werde ich das Schweinefleisch in große Stücke schneiden. Also gerade so. So, jetzt werde ich die Zwiebeln fein hacken. Anschließend werde ich jetzt den Knoblauch, die Chili und den Zitronensaft in einen Mörser geben und das Ganze dann zerstampfen. Jetzt gebe ich Salz und Pfeffer hinzu. So, jetzt habe ich mir Handschuhe wieder angezogen und jetzt werde ich das Ganze dann gut vermischen. Und dann stelle ich das kurz beiseite und werde es dann 30 Minuten dann ziehen lassen. Nach 30 Minuten kann ich jetzt in einem Topf, werde ich jetzt Kokosnusswasser hineingeben. Das Wasser. Und werde das jetzt auf den Herd stellen. Sobald das Wasser dann leicht aufköchelt, gebe ich das Fleisch hinein. Und das werde ich jetzt für 2 Stunden köcheln lassen. Den Schaum werde ich ab und an dann abseihen. Während das Fleisch hinten kocht, werde ich jetzt die Eier schälen. Nach 2 Stunden sieht das Fleisch jetzt dann auch so aus. Und jetzt werde ich die Eier hineingeben. Dann Fischsoßekonzentrat und zuletzt Zuckerrübensirup. Nun vorsichtig das Ganze dann auch vermischen und jetzt werde ich das wieder für 1 Stunde dann köcheln lassen. Am besten ihr legt den Deckel drauf
aber mit einer leichten Öffnung. Und so sieht es dann auch nach einer Stunde aus. Und jetzt gebe ich das in eine Schüssel hinein. Und das Fleisch ist dann so zart und fällt fast auch auseinander. Also so muss es auch sein. Leckeres Gericht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht es unbedingt nach und schickt mir einfach Fotos auf Instagram oder Facebook und bis zum nächsten Video. Tschüss!